Wenn du 60 wirst, verändert sich die Welt. Nicht, weil du plötzlich schwach oder alt geworden bist, sondern weil sich alles um dich herum, Familie, Freunde, Umstände, nicht mehr so anfühlt wie früher. Und das wird besonders in einem Moment deutlich. Wenn du plötzlich merkst, die Stützen, auf die du dich früher verlassen hast, beginnen zu wanken. Familie? Ja, sie ist wichtig. Aber die Realität ist, mit dem Alter werden Kinder erwachsen. Sie haben ihre eigenen Sorgen, ihre eigenen Familien, ihre eigenen Welten. Und du passt nicht immer in diese Welten hinein. Wer steht dann an deiner Seite? Wer unterstützt dich wirklich, wenn du keine Kraft mehr hast? Wer gibt dir Halt? Nicht mit Worten, sondern mit Taten. In diesem Video sprechen wir über 7 Stützen, die nach dem 60. Lebensjahr wichtiger werden als Familie. Sie ersetzen die Familie nicht, aber sie verschwinden auch nicht, wenn es dir schlecht geht. Sie geben dir Stabilität, auf die du dich wirklich verlassen kannst, bis zum allerletzten Tag. Finanzielle Stabilität, Freiheit, die man sich nicht leihen. Man kann lieben, man kann Freundschaften pflegen, man kann Teil einer Familie sein. Aber wenn du keine finanzielle Grundlage hast, bist du verletzlich. Am Anfang merkt man es kaum. Du kannst dir noch Lebensmittel leisten, Ausflüge, kleine Geschenke für die Kinder. Aber dann plötzlich unerwartete Ausgaben, Krankheit, Unterstützung für Angehörige. Und die Ersparnisse sind weg. Und schon bist du abhängig vom, ob jemand gerade kann oder will, von anderer Laune, von fremden Entscheidungen. Ein echter Fall. Richard, 72 Jahre alt. Sein Leben lang hat er gearbeitet, seinen Kindern geholfen, das Studium bezahlt, ihnen in schwierigen Zeiten Geld gegeben, oft ohne Rückzahlung. Als bei ihm eine ernste Krankheit diagnostiziert wurde und er Geld für die Behandlung brauchte, wandte er sich an seine Kinder. Die Antwort war höflich, aber klar: Papa, wir kommen selbst kaum mit der Hypothek und den Kindern klar. Sie haben ihn nicht verlassen, aber sie konnten ihm auch nicht mehr helfen wie früher. Fazit: Selbst wenn du eine enge Familie hast, baue deine Zukunft nicht auf dem Gedanken auf, dass sie im Notfall schon helfen werden. Verwechsle Liebe nicht mit Verpflichtung. Kinder sind kein finanzielles Sicherheitsnetz. Verwandte sind keine Rentenkasse. Was tun? Schaffe Rücklagen. Auch wenn es spät erscheint, fang an. Stoppe kleine Lecks, unnötige Ausgaben. Überdenke deine Ausgaben. Minimalismus ab 60 bedeutet nicht Verzicht, sondern Kontrolle. Denke an morgen nicht mit Sorge, sondern mit Zahlen. Konkrete Fragen. Wie viel brauchst du monatlich? Woher kommt das Geld? Wie lange reicht es? Das Wichtigste: finanzielle Stabilität bedeutet nicht Reichtum. Es bedeutet Unabhängigkeit. Du bittest nicht, du hoffst nicht, du erniedrigst dich nicht. Du stehst auf eigenen Beinen. Und das schenkt dir Ruhe, eine Ruhe, die kein Geld der Welt kaufen kann. Die Stütze, die dich nie im Stich lässt: deine Gesundheit. Finanzielle Stabilität bedeutet Sicherheit. Aber ohne Gesundheit verlieren selbst die besten Ersparnisse ihren Wert. Nach dem 60. Lebensjahr schweigt der Körper nicht mehr, wenn wir ihn schlecht behandeln. Er spricht durch Schmerz, Erschöpfung, sinkende Energie. Doch es geht hier nicht um jugendliches Aussehen. Es geht um Freiheit, Selbstständigkeit, Beweglichkeit, Unabhängigkeit. Was du verstehen musst: Du kannst von liebevollen Menschen umgeben sein, aber niemand kann für dich 10.000 Schritte am Tag gehen, auf ungesundes Essen verzichten, rechtzeitig schlafen gehen oder rechtzeitig zum Arzt. Das ist eine Verantwortung, die du niemandem übergeben kannst. Eine Geschichte: Karl, 68 Jahre alt, früher aktiv, Wanderungen, Radfahren, Sport. Nach der Pensionierung ließ er alles schleifen. Irgendwann fange ich wieder an, dachte er. Ein Jahr verging, dann noch eins. Atemnot kam, Rückenschmerzen. Eines Tages konnte er keine Treppe mehr hochsteigen und erkannte, es ist zu weit gekommen. Er fing klein an: Spaziergänge, Ernährung, leichte Übungen. Nach einem halben Jahr fühlte er sich wieder wie ein Mensch, nicht wie ein Patient. Was kannst du tun? Warte nicht auf das erste Signal. Es könnte zu laut sein. Tägliche Bewegung ist Pflicht, selbst wenn es nur 20 Minuten zügiges Gehen sind. Ernährung ist keine Diät, sondern Selbstfürsorge. Weniger Zucker, Fett, Fertigprodukte, mehr Wasser, Gemüse, Eiweiß.
Ignoriere keine Schmerzen, keine Erschöpfung, keine Schlaflosigkeit. Das ist nicht das Alter, das sind Warnzeichen. Vorsorge ist dein bester Freund. Mach regelmäßig Check-ups. Überwache deinen Blutdruck. Reagiere frühzeitig. Das Wichtigste: Gesundheit ist nicht bloß Abwesenheit von Krankheit. Es ist Freiheit. Die Fähigkeit, selbst zu entscheiden, wohin du gehst, was du tust, wie du leben willst. Wenn du unabhängig sein willst, überlasse deinen Körper nicht dem Zufall. Kümmere dich selbst darum, denn Gesundheit ist dein Kapital und es zahlt sich aus. Jeden Tag, in jeder kleinen Entscheidung. Deine Menschen, ein soziales Netz, nicht nur Verwandte. Eine der unsichtbarsten, aber zerstörerischsten Veränderungen nach dem 60. Lebensjahr ist Einsamkeit. Und sie kommt nicht, weil niemand da ist, sondern weil sich der soziale Kreis unbemerkt auf die Familie reduziert hat. Wir hoffen, dass Kinder, Enkel, Verwandte für uns da sein werden. Aber sie haben ihr eigenes Leben, eigene Sorgen, einen eigenen Rhythmus. Und genau das ist entscheidend. Du bist nicht allein, wenn du jemanden hast, mit dem du deinen Tag teilen kannst, selbst wenn es nur ein kurzes Gespräch ist. Aber wenn dein soziales Leben nur noch aus gelegentlichen Anrufen und vielleicht nächstes Wochenende besteht, ist das ein Warnsignal. Eine Geschichte. Margarete, 73 Jahre, 2 Söhne, beide Familien. Sie lieben und respektieren sie, aber sie besuchen sie kaum. Lange wartete sie, hoffte, dann verstand sie, sie muss ihr eigenes Leben gestalten, nicht warten, dass jemand es ihr serviert. Sie trat einem Buchclub bei, begann mit Yoga, lernte ihre Nachbarin kennen, eine Malerin. Ihr Leben bekam neue Farben und die Söhne begannen öfter anzurufen. Nicht, weil Mama einsam war, sondern weil Mama ein interessantes Leben führte. Was du tun kannst: Schau dich um. Wer in deinem Umfeld inspiriert dich, macht dich lebendig? Stelle alte Kontakte wieder her. Alte Freundschaften sind nicht verloren. Sie warten auf deinen Anruf. Schließe dich einer Gruppe an. Tanzen, Spazieren, Kunst, Sport. Es geht nicht um Unterhaltung, sondern um Verbindung. Suche nach Interessen, nicht nach Alter. Sei nicht schüchtern, den ersten Schritt zu machen, zu schreiben, einzuladen, zu fragen. Merke dir, im Alter muss man nicht einsam werden. Man wird es nur, wenn man keine neuen Bindungen aufbaut. Menschen in deinem Umfeld sind nicht nur Kulisse, sie sind Luft, Spiegel, Energiequelle. Erwarte nicht, dass deine Familie dir alles gibt. Schaffe dir Räume, in denen es noch andere gibt. Und kein einziger Tag wird sich leer anfühlen. Sinn im Leben, wenn du dir selbst wichtig bist. Eine der feinsten, aber entscheidendsten Säulen nach dem 60. Lebensjahr ist der Sinn. Wofür stehst du morgens auf? Wofür ziehst du dich an, gehst los, tust etwas? Wenn die beruflichen Aufgaben wegfallen, die Kinder selbstständig werden und das Haus sich mit Stille füllt, dann zeigt sich, ob da noch eine innere Richtung ist oder nur Leere. Das Problem ist nicht das Alter. Das Problem ist das Vakuum, das entsteht, wenn die äußere Notwendigkeit verschwindet. Eine Geschichte. Georg, 70 Jahre, ein Leben lang Ingenieur, organisiert, voller Pläne. Dann kam die Rente und mit ihr das Gefühl von Orientierungslosigkeit. Erst genoss er die Ruhe, dann kam der Fernseher, dann die Schlaflosigkeit und irgendwann das Gefühl, ich bin niemand mehr, selbst für mich, bis er eines Tages auf Einladung seiner Tochter eine Schulklasse besuchte. Er hielt einen kleinen Workshop zum Thema Holzarbeiten und zum ersten Mal seit langem spürte er wieder, er war jemand, echt, wertvoll. Was bedeutet Sinn? Es ist nicht der Job, nicht eine große Mission, sondern das Gefühl, lebendig zu sein, etwas Wichtiges zu tun, auch wenn es nur für dich selbst ist, auch wenn es klein ist. Wo findest du Sinn? In Wissen, teile, was du weißt. In Fürsorge, unterstütze nicht nur die Familie, sondern auch andere. In Hobbys, was dir Energie gibt, das ist dein Weg. In Projekten, kleine Aufgaben, die du dir selbst gibst. In der Schönheit, Malen, Garten, Musik, Fotografie. Alles, was er schafft, nicht nur konsumiert.
Eine Frage, die vieles verändert. Wenn du nur noch ein Jahr zu leben hättest, womit würdest du deine Tage füllen? Genau dorthin solltest du schauen, denn das belebt und macht das Alter nicht zu einer Zeit des Verfalls, sondern der Reifung. Emotionale Stabilität, wenn du standhältst, auch wenn es stürmt. Nach dem 60. Lebensjahr wird das Leben nicht einfacher. Es wird anders. Krankheiten, Verluste, Veränderungen in Beziehungen. All das kommt, ohne zu fragen, ob du bereit bist. In solchen Momenten zählen keine Finanzen, keine Verwandten in der Nähe, sondern deine innere Stabilität. Was bedeutet das? Dass du lernst, Emotionen zu durchleben, ohne unterzugehen. Dass du Schmerz anerkennst, aber nicht in ihm versinkst. Dass du lernst, mit Herausforderungen umzugehen. Ohne Schuldzuweisungen, ohne Drama, ohne Opferrolle. Eine Geschichte. Helen, 75 Jahre. Sie verlor ihren Mann, mit dem sie 40 Jahre verheiratet war. Zuerst Tränen, Einsamkeit, Bitterkeit. Die Kinder unterstützten sie, aber sie hatten ihr eigenes Leben. Und sie war allein, im leeren Haus mit Erinnerungen. Helen begann Tagebuch zu schreiben. Dann besuchte sie eine Gruppe für verwitwete Frauen. Nach 6 Monaten weinte sie nicht mehr jeden Tag. Und nach einem Jahr unterstützte sie selbst andere. Wichtig zu verstehen, emotionale Stabilität heißt nicht stark sein. Es heißt nicht, Gefühle zu unterdrücken. Es heißt, sie zu akzeptieren und weiterzugehen. Es bedeutet, Gefühle zulassen, ohne sich von ihnen kontrollieren zu lassen. Allein sein zu können, ohne sich einsam zu fühlen. Sich selbst Halt zu geben, ohne Worte. Rituale zu haben, die helfen. Spaziergänge, Musik, Stille, Schreiben. Ein zentraler Gedanke. Es wird nicht immer jemanden geben, der dich auffängt. Aber wenn du lernst, selbst zu stehen, auch mit Schmerz im Herzen, bist du schon unbesiegbar. Je stärker du deine innere Widerstandskraft entwickelst, desto weniger brauchst du vom Außen. Und desto ruhiger wird dein Inneres, auch wenn es draußen stürmt. Anpassungsfähigkeit, die wichtigste Eigenschaft im Alter. Die Welt verändert sich, Menschen verändern sich. Und je älter wir werden, desto öfter prüft das Leben, wie flexibel wir wirklich sind. Gewohnheiten funktionieren plötzlich nicht mehr. Was einmal sicher war, bricht weg. Und das Neue wirkt fremd oder beunruhigend. Doch es überlebt nicht der Stärkste. Es überlebt der Anpassungsfähigste. Was heißt das konkret? Dass du bereit bist, Neues zu lernen, auch wenn es spät scheint, Technologien nicht ablehnst, sondern ausprobierst, jüngere Generationen nicht verurteilst, sondern zu verstehen versuchst, bereit bist, Pläne zu ändern, wenn das Leben es verlangt. Eine Geschichte, Frank, 78 Jahre alt. Früher war er umgeben von Freunden, aus der Nachbarschaft, aus dem Beruf. Doch viele sind weggezogen, manche gestorben. Zurück blieb Stille. Zuerst zog Frank sich zurück. Dann schenkte ihm sein Enkel ein Tablet. Frank begann zu lesen, Videos zu schauen, an Online-Diskussionen teilzunehmen. Nach 3 Monaten hatte er neue Bekanntschaften aus anderen Städten. Und er sagte einen Satz, der viel bedeutete: Ich spüre wieder, dass ich lebe, dass noch etwas kommt. Warum ist Anpassungsfähigkeit so wichtig? Weil sie Freiheit schenkt. Du klammerst dich nicht am Alten fest. Du sträubst dich nicht gegen das Neue. Du bewegst dich, während andere feststecken. So zeigt sich Anpassungsfähigkeit. Wenn du aufhörst zu sagen, früher war alles besser, und anfängst zu fragen, was kann ich noch entdecken? Wenn du neue Menschen, Ideen und Möglichkeiten zulässt, wenn du nicht in Groll verweilst, wenn sich etwas verändert und das entscheidende Anpassung bedeutet, nicht sich selbst aufzugeben. Es bedeutet, sich weiterzuentwickeln, mit Würde. Nicht, weil du musst, sondern weil du willst. Denn Alter ist keine Grenze für Entwicklung. Es ist der Grund, warum jede Veränderung so wertvoll wird. Selbstachtung, das Fundament deiner inneren Stärke. Es gibt eine Stütze, die nicht laut ist, nicht sichtbar. Und doch entscheidet sie darüber, wie du dich fühlst, wenn niemand hinschaut. Wie du stehst,
wenn alles andere wackelt. Und wie du durch das Alter gehst, aufrecht oder gebückt. Diese Stütze heißt Selbstachtung. Was bedeutet das? Dass du dich selbst als wertvoll empfindest, auch wenn andere dich übersehen. Dass du dich mit Respekt behandelst, auch wenn dir niemand applaudiert. Dass du zu dir stehst, auch wenn andere dich nicht verstehen. Eine Geschichte: Irma, 74 Jahre. Sie war nie laut, nie dominant, aber sie hatte Würde. In jeder Bewegung, jedem Satz. Sie pflegte sich, auch wenn niemand sie besuchte. Sie sagte Nein, auch wenn man mit Aber Mama kam. Und sie lächelte, nicht weil alles leicht war, sondern weil sie wusste, ich bin nicht weniger wert, nur weil ich älter bin. Ihre Kinder respektierten sie nicht aus Pflicht, sondern weil sie spürten, diese Frau steht, nicht gegen andere, sondern für sich. Wie kultivierst du Selbstachtung? Höre auf, dich zu rechtfertigen. Wähle deine Worte mit Würde, dir selbst gegenüber. Achte auf deinen Körper, nicht aus Eitelkeit, sondern aus Achtung. Lass dich nicht in Rollen drücken, die dich klein machen. Und erinnere dich, du musst nicht leisten, um wertvoll zu sein. Selbstachtung ist kein Stolz, kein Trotz, keine Maske. Es ist der leise Satz, ich bin gut, auch wenn niemand es sagt. Und dieser Satz trägt dich, wenn andere nicht wissen, wie sie dich behandeln sollen. Er schützt dich vor falscher Nähe und falscher Distanz. Und er macht dich unabhängig, auf eine stille, kraftvolle Weise. Das Wichtigste: wenn du dich selbst achtest, wirst du anders gehen, anders sprechen, anders denken. Und andere werden es spüren, auch wenn du nichts sagst. Denn Selbstachtung ist nicht laut, aber sie ist unübersehbar. Nach dem 60. Lebensjahr verändert sich vieles. Der Körper, der Alltag, die Rollen in unserem Leben. Doch das Entscheidende ist, die Struktur unserer inneren Stützen wandelt sich. Früher war es die Familie, die uns trug. Heute ist es oft die eigene innere Stärke, die uns durchträgt. Finanzielle Stabilität, Gesundheit und Bewegung, ein soziales Netzwerk, ein klarer Lebenssinn, emotionale Resilienz, Anpassungsfähigkeit und das Gefühl innerer Selbstachtung. Die Familie kann lieben, Freunde können da sein, doch wenn es in dir leer ist, dann hält dich nichts im Außen aufrecht. Wahre Ruhe entsteht erst dann, wenn du nicht mehr darauf wartest, dass dich jemand rettet, sondern weißt, dass du selbst aufstehen kannst. Wenn du keine Angst mehr vor der Stille hast, weil du deinen inneren Frieden gefunden hast. Wenn du das Älterwerden nicht mehr als Schwäche siehst, sondern als eine Zeit, in der deine Kraft neu erwacht. Darum eine stille Erinnerung. Sorge für dich selbst, als wärst du das Wertvollste in deinem Leben. Achte dich, auch wenn niemand Beifall klatscht. Miss deinen Wert nicht an den Worten anderer. Gib deine Grenzen nicht für Liebe auf. Suche Sinn nicht draußen, sondern innen. Du bist ein ganzes Universum. Und wenn du lernst, dir selbst Halt zu geben, wirst du nie wieder wirklich allein sein. Das ist keine Kälte, das ist Reife, Freiheit und ein tiefes Ja zu dir selbst. Wenn du bis hierher gehört hast, dann ist vielleicht genau jetzt der Moment gekommen, einen neuen Weg zu beginnen. Mit einem stillen Blick nach innen, mit einem ehrlichen Genug jetzt, mit einem klaren Ich darf. Danke, dass Sie sich dieses Video bis zum Ende angesehen haben. Wenn es Ihnen geholfen hat, neue Perspektiven zu gewinnen, zum Nachdenken angeregt hat oder einfach innerlich berührt hat, teilen Sie es gern mit einem Menschen, der Ihnen am Herzen liegt. Und wenn Sie mehr Inhalte wie diese sehen möchten, hinterlassen Sie ein Gefällt mir, einen Kommentar und abonnieren Sie den Kanal. Ihre Unterstützung hilft uns zu wachsen und Videos zu gestalten, die wirklich etwas bewirken. Schreiben Sie in die Kommentare, welcher Gedanke aus diesem Video war für Sie besonders bedeutend. Sie haben noch Zeit. Zeit, um zu wachsen, Zeit, um sich zu verbinden, Zeit, um bewusst, klar und würdevoll zu leben.